herzlich willkommen zu einem neuen Format der Lagerküche. Ja, diese Kochshow, die existiert, weil ich eine Kochshow machen wollte. Ach so, und auch um euch unser über die Jahre gelerntes Wissen mitzugeben, was für Gerichte kann man denn gut auf Lagern machen? Was funktioniert da super? Aber hauptsächlich wollte ich einfach eine Kochshow machen. Das ist der Hauptgrund. Egal, heute machen wir die gefüllten Brezeln. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diesen Clip hier von unserem Nikolauslager. Also für die gefüllten Brezeln muss ich sagen, muss ich mir auch selber nochmal auf die Schulter klopfen. Das war, ja, oder du machst das. Ja, die gefüllten Brezeln, das ist ein Rezept, das habe ich im Internet gefunden. Das Original verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung, aber ich habe es noch ein bisschen modifiziert und es ist sehr gut angekommen. Alle haben es gefeiert und dementsprechend zeige ich euch jetzt heute einfach mal. Und für das Rezept braucht ihr folgende Zutaten. Zuerst einmal braucht ihr tiefgefrorene Brezeln. Das ist zuerst einmal das Wichtigste. Die bilden die Basis. Ich meine, das Rezept heißt nicht ohne Grund gefüllte Brezeln, ne? So, dann braucht ihr außerdem saure Sahne, Creme fraiche, Schmand, geriebenen Käse, gekochten Schinken, Würfelschinken, Eier und Lauch. Die Mengenangaben stehen unten in der Videobeschreibung. Nicht wundern, das Rezept, so wie es in der Videobeschreibung steht, ist für 18 Brezeln ausgelegt. Das ist natürlich eine ganz schön große Menge und für so ein Lager ist das natürlich super geeignet. Aber wenn ich das jetzt hier einfach so zu Hause mache, so wer soll 18 Brezeln essen? Von daher mache ich einfach nur 6. Also nicht wundern, dass die Mengenangaben, die ich jetzt benutze, nur ein Drittel von dem sind, was in der Videobeschreibung steht. Ein kleiner Nachteil bei diesem Rezept ist nur, man braucht einen Ofen. Also es ist für Zeltlager eher so semi geeignet, außer ihr habt Bock, einen Ofen zu bauen. Okay, macht das. Ich hätte da keinen Bock drauf. Aber fürs Haus ist es super. Ihr müsst vielleicht, je nachdem wie viele Personen ihr seid, so immer wieder Blech raus, neues Blech rein, aber das kriegt man schon hin. Und die schmecken auch kalt noch super. Zuerst einmal, was wir allerdings machen, ist den Ofen vorheizen. Und zwar auf Umluft 150 Grad. So, dann beginnen wir jetzt die Füllung zu machen. Zuerst einmal nehmen wir die Eier und schlagen die erst einmal auf. So, einmal kurz aufgeschlagen, das reicht schon. So, dann kommen zuerst einmal Schmand, saure Sahne und Creme fraiche da rein. So, und das Ganze dann natürlich schön verrühren, dass es eine schöne Masse ist. So, dann nehmen wir uns den Käse, den ich gerade erst einmal aufschneiden muss, und packen den auch da rein. Dasselbe machen wir mit dem Würfelschinken. Und den gekochten Schinken und den Lauch, den müssen wir natürlich vorher schneiden, bevor wir die reinpacken. Ich habe da jetzt nicht vor, so eine komplette Lauchstange einfach. Ich glaube, das wäre nicht so praktisch zum Essen. Das sind definitiv gleich große Stücke. Falls ihr das irgendwie anders seht, ihr liegt falsch. So, und das kommt auch mit in die Masse rein. So, das Ganze jetzt zu vermischen ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil da jetzt diese ganzen Stücke drin sind. Ich glaube, mit dem Löffel geht das ganz einfacher. Damit haben wir jetzt unsere fertige Füllung. Das packen wir gleich in die Brezeln. So, jetzt müssen wir die Füllung natürlich nur noch in die Brezeln geben. Dafür habe ich hier schon mal ein Backblech vorbereitet mit Backpapier. Und da legen wir jetzt erstmal einfach die tiefgefrorenen Brezeln drauf. So, und jetzt kommt da einfach die Füllung rein. Einfach hier oben drauf, so dass die Lücken komplett ausgefüllt sind. So, das
passt auch von der Menge her ganz gut eigentlich immer für die Anzahl der Brezeln. Ihr seht, die Schüssel ist leer, die Brezeln sind perfekt gefüllt. Und jetzt muss das Ganze nur noch in den Ofen. Die müssen jetzt ca. 15 bis 20 Minuten backen und dann sehen wir uns da wieder. Ein wichtiger Hinweis noch, normalerweise auf so Laugenbrezeln kommt ja noch Salz drauf. Und ich gehe mal davon aus, das ist eigentlich immer so, aber zumindest bei denen, die ich gekauft habe, ist auch noch so ein Päckchen mit Salz dabei. Packt das nicht da drauf. Glaubt mir, es schmeckt nicht. Ich habe es ausprobiert. So, jetzt sind sie sehr schön. Zum Runternehmen vom Backblech würde ich euch empfehlen, einen Pfannenwender zu Hilfe zu nehmen. Da es sonst halt schon auch sein kann, dass ihr ein bisschen von der Füllung verliert. Die sind zwar relativ stabil, aber ich würde mich da nicht drauf verlassen. Da gibt es jetzt natürlich erstmal ein paar Beauty-Shots für euch. So, da muss ich jetzt direkt natürlich auch erstmal probieren, sind die denn auch gut geworden? Man kann sie so mehr oder weniger hochheben, aber haltet lieber noch einen Teller drunter. Sind natürlich noch sehr heiß, kommen gerade frisch aus dem Ofen, aber die sind verdammt gut. So, ich werde jetzt erstmal den Rest von diesen großartigen Brezeln essen. Und ihr könnt euch währenddessen natürlich schon mal ein anderes Video von uns anschauen. Und abonniert auch, um keine weiteren Folgen von der Lagerküche zu verpassen. Gut Fahrt!